Herzlich willkommen an diesem wunderschönen 2.11.2023. Einen Moment, ich teile eben einmal ganz kurz den Stream, wie ich das immer mache. Und dann geht es auch gleich schon sofort los. Ja, das heutige Spiel, was ich spielen werde als Ersatz für The Medium, ist Twin Mirror. Ich habe Twin Mirror noch nie gespielt. Ich habe nur so ein bisschen die Prämisse davon gehört, worum es gehen soll. Ich glaube, um einen Mordfall. Ähm, Näheres werde ich im Spiel später erfahren. Der Chat ist wie immer zu meiner Linken und den werde ich auch gleich nochmal öffnen, damit ich sofort sehen kann, wenn mir jemand schreibt. So, einen Moment. Und müsste gleich aufgehen und dann kann ich auch gleich alles sofort lesen. Ja, wie gesagt, Twin Mirror wird heute gespielt. Ich war auch schon in Options unterwegs, um ein bisschen ja, die Lautstärke des Spiels ein wenig zu reduzieren, ein bisschen herunterzuschrauben. Ah, wunderschön, dass du da bist, meine liebste Lurkerin. Ja, Twin Mirror. Und ich habe die Lautstärke jetzt schon ein bisschen runtergedreht von der Musik, von den Effekten, damit man mich auch besser hören kann und nicht so viel von dem Spiel, wobei ich natürlich hoffe, dass das Spiel dennoch laut genug ist. Ähm, ja, ich fange auch gleich sofort an. Im Hintergrund läuft immer noch. Okay. Das ist mir sehr wichtig, dass du ein Ohr drauf hast und mir sagst, ob das zu laut ist, zu leise, ob ich ein bisschen höher drehen kann, die Lautstärke, oder halt noch ein bisschen runterschrauben muss. Oder ob es vielleicht sogar so wie es ist, perfekt ist. Ja, dann gehe ich mal auf ein neues Spiel. Wie gesagt, ich habe Twin Mirror vorher noch nie gespielt. Ich weiß nur sehr grob, worum es gehen soll. Ein bisschen Mystery, ein bisschen, ja, Crime habe ich gehört. Bin gespannt und werde einfach mal das Spiel starten. The skies are finally clearing up after a light rain fell most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Take my clothes and wash my hands. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in disbelief. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. Keep coming alive. Bisher noch ganz unspektakulär, aber was nächstes kann ja noch werden.
Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Grafisch schon mal This ganz place schick. was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Ja. Charakterdesign jetzt vielleicht nicht so sehr, aber zumindest die Umgebung macht schon was her. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohlenindustrie schnell heran. In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Die Mine in Basswood galt als einer der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten. Mit seinen Hunderten von Wanderwegen ist Basswood zudem ein wunderbarer Ort, um abseits des Appalachian Trail die Natur einfach Natur sein zu lassen. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Basswood ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit, als auch ein Blick in eine strahlende Zukunft. Ja, das glaube ich eher weniger, aber naja. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Immerhin eine schöne Aussicht. Strange to think of Basswood without its mine. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Vielfraße? Hier sind Vielfraße unterwegs. I left a sandwich Davon in it weit for a aus wie whole week Vielfraß. once. Ja gut, Dad ist ein never Bär. let me get it. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Glaub ich. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Ja, wäre besser, ne? Aber ich glaube, in den USA ist das nicht so häufig verbreitet. Zumindest eher so in diesen kleinstädtischen Regionen. Ich glaube, da hast ein Gewehr, gehst in den Wald und ballerst halt, was du siehst. Ich denke mal so, wenn du in einer größeren City irgendwo wohnst oder in der Umgebung einer größeren City, wird er wahrscheinlich schon verstärkt kontrolliert. Jagen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Auch das bezweifle ich, dass das eher selten geschieht in den USA. Ich denke mal, das passiert häufiger, als uns lieb ist oder als wir denken. 1,5 Stunde nach Sonnenuntergang und 1,5 Stunde vor Sonnenaufgang ist das Jagen verboten. Nobody cares, denkt sich wahrscheinlich so mancher. Aber ich möchte auch nicht alle US-Amerikaner über einen Kamm stellen, aber sie sind halt ein Völkchen, wie man es halt so, ne, so kennt. Diese Jacke, die sieht so, ich weiß nicht, die gefällt mir I überhaupt used to nicht. love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Ich Until that möchte, day. ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel meckern über das Spiel. Bisher ist ja die Umgebung ganz schön. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Hm? Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind?
Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Okay. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little Girl Scout father? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Sowas ist Mist. Das ist echt eine miese Geschichte. Also, na gut, wir werden wahrscheinlich die Gründe im Laufe des Spiels erfahren. Okay, super. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Ist noch irgendwas? Ja. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Das ist mal ein Tritt in die Eier. Ja gut, okay. Ich verstehe den Punkt, ich verstehe deinen Punkt. Alles gut. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Ja, ich habe ich habe davon auch mal vor ein paar Jahren einen Trailer gesehen, ein bisschen Gameplay-Material und dachte mir, ja, könnte eigentlich ganz interessant werden oder interessant sein. Ich glaube, das, aber genau wie du habe ich das Spiel auch aus den Augen verloren und ja, irgendwann habe ich es dann gesehen. Ich glaube, das war im Angebot und dann dachte ich mir, hey, das wäre doch ein gutes Spiel, irgendwann mal es zu streamen. Ich glaube, das habe ich mir irgendwie vor einem Jahr oder so gekauft, so für 7, 8 Euro oder so. Und dachte mir, kann nicht schaden, das mal auf der Platte zu haben und wie gesagt, das mal später irgendwann mal zu streamen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es sich wieder entwickelt. Mit diesen ganzen Erinnerungen, mit den Bruchstücken. Ja, genug Zeit vertrödelt, das kann man wohl so sagen. Aber gut, die Freundin wollte nicht. Muss man als Mann dann in dem akzeptieren. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Ah, so ein Notruftelefon. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here.
sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Ja, ich sag mal, wenn sie ja schon sagt, dass sie darüber gesprochen hätten, dass sie keinen Bock drauf hat, dann muss er im Nachhinein ähnlichen Antrag machen. Aber ja, es ist halt wirklich irgendwie so ein awkward Moment, wo du denkst so, okay, und dann gehst du halt nur mit so einem peinlichen Schweigen nur nach Hause. Ist nicht geil. Ich sag mal, er hat es sich selber verbockt. Er hätte das einfach nicht so machen brauchen. Für diese Situation ist er selbst verantwortlich. Wenn es denn stimmt, dass sie darüber gesprochen hätten, aber anscheinend haben sie ja darüber gesprochen. Ach komm, wir gehen hin. Lost the signal. Some things never change. Ja. Kein Empfang in den guten Bergen da oben. Ja, komm, Junge, wir haben uns diesen Sonnenuntergang und diese Stadt jetzt lang genug angeguckt. Ja, es ist schön da. Wunderbar. Jetzt können wir das mal weitermachen. Wenn ich schon schreibe, dass ich noch kommen werde, ne? Dann Avanti, Avanti, ne? Nicht so lange da stehen bleiben. Ja, gibt ein paar Trophäen. Also wenn der schwarze Balken kommt, gibt es eine Trophäe gerade. Übrigens scheine ich ja kameratechnisch da oben gut in der Ecke platziert zu sein. Nichts ist verdeckt. Ich mag ja auch so amerikanische Kleinstädte sehr gerne. In Filmen, Serien, auch in Videospielen. Finde ich richtig gut. Ja, der Zensurbalken. Ich habe eine unflätige Geste in dem Moment gemacht. Ich dachte, ich kann mich irgendwie noch richtig schön casual anziehen. Und nicht so. Und vermutlich ist das casual für diesen Mann, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Yuli, you actually came. Uli? It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Das ist ein richtig charmantes Kerlchen, ne? So, You left. Joan, that's not fair. You left. It was more complicated than just me and you. It's always more important than me. Joan, listen. After Anna and I broke up, I couldn't keep living with her. I didn't have anywhere else to stay. So I moved back in with my mom, who's over in Connecticut these days. You didn't call, text, or anything. You were just gone. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Wenn schon nicht viel, dann wenigstens das. I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's
Wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest Noch thing I can nicht. talk to. Will you just look into it, Muley? Please? Uli. She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least Das keep the Gesicht. kid out of it. It would be cruel to lead her on, Friends don't lie to each other. even if it means disappointing her again. It's your call. Okay. Bisschen I'll cool. see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. thanks, Muley. Ja, ne? I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Aber ich mag das zumindest so, diese Gameplay-Mechanik, diesen inneren Monolog, dann diese Entscheidungen. Das kann was werden, also ich habe da Bock drauf. Batman. Was wohl passiert wäre, wenn ich mich rausgehalten hätte? Dann wäre das Spiel sicher vorbei. Fahr nach Hause. Ende. Ja, gucken wir uns das mal an, ne? Man kann ein bisschen schneller gehen, das ist doch schön. Die Andeutung eines etwas energischen Gehens ist mit programmiert worden. Some of the police force stopped by. Which means most of the police force stopped by. Okay. Na, Abend, Maurice, schön, dass du da bist. Ein bisschen verspätet, mein Guter. Ach, Alan Wake kann doch richtig rennen, wenn er doch von diesen Schattenviechern verfolgt wird. Oh, eine Katze. The old bar sign. Reminds me of when Nick and I were still kids. Ja, da gehen wir nicht hinten durch. Ja, aber ich kenne nur diese Sequenz von Alan Wake, wo er in meinem Wald unterwegs, so in diesem, ich glaube, Stromwerk oder sowas. Might as well talk to Walter. I'll have to. Also sooner or later. diese Sequenz kenne ich, wo von diesen Schattenviechern mit der Taschenlampe. Ja, ich weiß, du hast letztens das gespielt und ich weiß. Aber Teil 2 sieht richtig geil aus. Alan Wake 2 habe ich richtig Bock drauf, ey. Alles gut, Maurice, alles gut. Du hast ja auch ein Privatleben, ne? Du hast ja Verpflichtungen. Aber ich sag nicht, dass du arbeiten musstest. Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. So, gibt's hier noch irgendwen, der interessant wäre? Aber ging um die Arbeit? Oder was hat dich aufgehalten?
Manche Menschen haben ein Privatleben. Wir beide zwar nicht, aber Cat manche food haben is es under halt. the sink. Yes, yes, it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you Stimmt, finally made it. deine Verwandten. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. Ja, komm, wir sind mal nett, Times ne? like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Ja. Okay, und jetzt wieder ein bisschen Abstand nehmen. Danke. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Geh in die Kneipe. Walter, Anna, Nick, der jetzt unter der Erde liegt und von Maden und Würmern zerfressen wird. John mit ihrem gruseligen Gesicht. Was steht denn da drin? Oh. Ja. I've read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. Heute Ehrung einer lokalen Legende von Walter Dodson. Anfang der Woche kam unser lieber Kollege Nicholas Waldron bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Er wird morgen auf dem Friedhof Havens Gate beigesetzt, bevor seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen in Coal Miners Haven in Erinnerung an ihren viel zu früh verstorbenen Freund die Gläser erheben werden. Treue Leser werden den Namen zweifellos wiedererkennen, denn es gab Tage, an denen er die Verfasserzeile von mehr als der Hälfte der Artikel dieser tapferen Zeitung zierte. Nick wurde von seiner Familie und seinen Kollegen sehr geliebt. Er hinterlässt seine Tochter John und seine geschiedene Frau Casey. Fortsetzung auf Seite 3. Nein, danke. The West Virginia's Diggers. Our boys are back. Must have been a hard issue to write. Was gibt denn hier? Aha, mein alter Chef. Erinnerungsstücke, okay. Okay, gibt also wirklich so, wirklich auch so Indizien und Sachen, die ich finden muss. Finde ich nicht schlecht. Lass mich raten, der Snackautomat. Oh, der Fuck hat auch so nett. Wo ist ein Getränkeautomat, ne? Mal in Ruhe hier umgucken. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. One of Nick's favorite matchups. Might be the first game he'll miss. Ach ja, der gute Nick. Wir kannten ihn alle und haben ihn alle geliebt. I'm not ready for this. Ja, ich sag mal, wir sind bereit. Here we go. Passiert auch mal wieder was? Also es lädt auf jeden Fall. Was ein Leichenschmaus. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. Would that mean you couldn't leave town? And you are leaving town right after this, right?
as if you aren't. Well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Eben. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Hat angefangen. Ja. I plan to be out of here by morning. Don't want to stay any more than you want me here. Don't rush out of here on their account, but maybe don't dawdle either. You watch yourself. Ja, dachte ich mir echt. Er hat angefangen. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Macht man das so? Ja, Joel, haben wir den Polizisten. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. Ja, He schön wanted zu the hören. life, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Gonna be a stranger, Sam. Ja, also eine sehr interessante Begegnung. Schlagzeug. Ich würde sagen, dieser Leichenschmaus braucht ein bisschen Stimmung. 1, 2, 3, 4. Ja, stellen wir uns auch nur so davor und gucken da unten auf dieses schöne Schlagzeug. Oder sagst du auch was dazu, Muli? Nein, Muli möchte nichts zu dem Schlagzeug sagen. Das ist Casey? Okay. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Also ganz ehrlich, ich wollte mich irgendwie auf dieses Spiel einlassen. Ist machbar. Aber diese ganzen Geschichten, ne? Das ist doch wirklich... Ja, wirklich, das stimmt ist wirklich nicht mehr. Alles gut, nein, alles cool, ich find's lustig. Ich habe ja selber so meine Gedanken dazu. Irgendwo schreibst du nur das, was ich mir denke. Nein, du bist unschuldig, das bist du immer. Das ist wirklich so ein abgebrochener. Aber jetzt, hier ist jemand gestorben, ja? Also, wir ehren einen Toten. Deswegen rede ich mit seiner Ex-Frau. Kathy, Sam, you actually came. That's what she said. Bin genauso überrascht wie du. Ne, ist Aushilfs-Sheriff, weißt du, so Kindersheriff. So, die so mitfahren dürfen, die keine Kinder haben. Oder krieg ich so einen extra Hocker. Das ist extra für Abgebrochenen. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years. But he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah.
Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. Ja, machen wir es auch schwerer, ne? Ja, Sam, I'm gonna hold you to that. da hört man gerne. In den Gedankenpalast. Ey, wir sind ja wie Sherlock Holmes. Wir können in den Gedankenpalast. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of... Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Ich ja, meine Freundin nicht. It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Siehst du? It's one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. I wonder who took that picture. Look at us. He was more her best friend than a dad. Those two were a great team. Mhm. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Kann ich mir sonst noch was hier angucken? Nick und Anna. Happier times. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Tja, jetzt ist Nick unter der Erde. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Also ich bin ja der Meinung, die sollten sich alle in eine Schlange stellen und mir nach und nach Gemeinheiten an den Kopf werfen, weil anscheinend komme ich in diese Stadt an und jeder Person, der ich begegne, möchte mir einfach nur sagen, wie scheiße ich bin, was für ein Mist ich gemacht habe. Ja, der Meinung bin ich auch. Also, ich erwarte ja keine Herzlichkeit, aber das ist ja schon Mobbing ja irgendwo schon. Ich komme wieder und alle, hey, was machst du Arschloch denn hier? Danke. Ich will dich auch wieder zu sehen. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way.
Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Ist das wirklich so oder meinst du, das ist nur, was wir so wahrnehmen durch die Serien, Filme, Spiele und Bücher? If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Hm. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Das war ein abruptes Ende gewesen. Aber anscheinend kann ich es emotional nicht mehr verkraften, dieses Lied weiterzuspielen. Anna, ich komme gleich. Ich schaue mich mal ein bisschen noch hier um. Ah, nette Blumen. Should I have brought flowers? Do people expect me to? Und eine Runde Billard. Kann ich ihn von der anderen Seite irgendwie näher betrachten? Nein, überhaupt nicht. Okay. Kann ich noch mit John nochmal reden? You'd think a kid at a bar would stand out more. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Mm-hmm. No more than 3,000 milligrams. I thought it was Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Gibt es hier noch irgendwie was? Ich kann noch mal kurz zur Jukebox. Vielleicht kann ich irgendwie noch nette Musik noch auswählen. Der Kater rastet gerade vollkommen aus. Na. Can't believe this whole thing's still working. Wo geht ihr denn hin?
den Kater noch kurz rauslassen. Hoppa. Ja, ne, ich finde, also von wem jetzt? Von den beiden oder nur von ihr oder von ihm? Also ich finde sein auch echt grässlich. Aber ich denke mal, du meinst ihren, hä? Nick and I spent so much money on this machine. Ja, ich lasse dich jetzt raus. Einen Moment, ich muss immer. Ja, ne? Okay, ich lasse mal kurz den Kater raus. Einen Moment eben. So. Ja, ich glaube, hier ist nicht mehr groß mit reden. Was ist da oben? Der Dartspieler. Also, die sind meistens die hässlichsten Designerklamotten. Finde ich furchtbar. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Mhm. Ein Wahrzeichen Basswoods wechselt den Besitzer von Nick Waldron. Der erfahrene Gastwirt Ethan Morrow wird den Coal Miners Haven von seinem jetzigen Besitzer Carl Edwards übernehmen. Der Coal Miners Haven ist eine der wenigen Kneipen in Basswood, die bereits seit der Prohibition, während der er als Flüsterkneipe begann, bestehen. Das sagt Ethan zu der Veränderung. Es wird sich nicht viel ändern, die Kneipe ist für viele hier wie ein zweites Zuhause und das soll es so bleiben. Er hat vor, Edwards Sammlung von Dekorationen zu behalten und im Laufe der Jahre zu erweitern. Das ist ja nett von ihm. Was haben wir da? Walters Artikel. Der Mann kann schreiben. Ein Blick auf Basswood, die Kneipe, an die sie vergessen haben, sich zu erinnern. Von Walter Dodson. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein solcher Ort. Der Besitzer Ethan Morrow hat dafür gesorgt, dem Namen des Etablissements treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Basswood eingekehrt waren, schmückt. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch. Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Das testen wir jetzt mal aus. Ethan, komm mal her. Weißt du noch, wer ich bin? Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. So, Sam, how's life been treating you? Could be better. My best friend just died. No need to snap at me, Sam. I ain't the enemy here. And your allies are in short supply, so be careful what you say. You Wieso willst du mich so down long? prügeln oder Really, was? why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. Dass mir alle so durch die Blume sagen wollen, Typen wie dich mögen wir hier nicht. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years.
For years, my best reporter. What do you even say about it? He loved people, sharing things, having fun together. Take video games. He didn't even care if it was some cooking game or shooting game or what, as long as we were playing together. I always prefer my games analog. Chess, Go. You two did seem to bond. Go. It's the Go, small nicht things. go. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, Pac-Man. Got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Walter scheint ein netter Kerl zu sein. Ja, was bringt es, mich hinter einer Lüge zu verstecken oder ausweichend zu reagieren? Ich will einfach mal ehrlich antworten. I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Ja, das glaube ich auch. Circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? Nothing. A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. See that you do. Ethan, da du meinen Namen jetzt vorhin schon mal gehört hast, weißt du noch, wer ich bin? He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Soll die Preise ein bisschen anziehen, ne? It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Na gut. Wir sollten mit unserer Ex reden. Oder ich rede nochmal mit dieser komischen Dame hier. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. Alles gut, alles gut. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates him. Grinsen noch dabei, You know, why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Die scheint das Ganze ja richtig zu genießen. Mr. Tara, I'll see you around. Na gut, jetzt gehen wir wirklich mal zu unserer Ex. Zu Anna. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! Whoa. I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds? The old-timers gave me hell when I came in, too.
People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Ja. Yeah, I mean, I understand that. It doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, Okay. as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. Oh. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Mein bester Freund hat was mit meiner Ex angefangen. Ja, das ist ja mal eine nette Geschichte. Oha, oha, oha. Das ist erschütternd. Emotional arg erschütternd. Dennoch werde ich die Frage nicht stellen. Du warst mit Nick zusammen, weil das hat sie mir heute eben ja erzählt. Ich werde einfach versuchen, das einfach hinzunehmen und drüber zu stehen. Yeah. That's, you two must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Nein. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Was ist das denn für eine Frage? Weil nach dem, was sie mir erzählt hat, nach dem letzten Satz oder nach dem letzten Monolog von ihr, dann die Frage, ist immer so platt und eiskalt zu stellen, wurde Nick ermordet. Ich weiß nicht, ich werde Walters Rat beherzigen und nicht in dieser Wunde herumstochern, sondern einfach ganz normal mein Beileid aussprechen. It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably eBay? Give to Joan and Kathy, throw away. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I want to do it alone. Oh ja, mach du mal. I played that stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper. Christina's. Okay. It was honestly nice seeing you. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or Ist denn der Pullover mehr nach eurem Geschmack gewesen? Dieser orange-gelbe Pullover von ihr. Tränke da sagen mit Walter. Haben wir schon ein paar Verknüpfungen hier gemacht.
Mhm. Ja, verschroben, das stimmt. Mhm. Ja, Walter. Nee, war ganz schön arschlochmäßig unterwegs. Hm? Ja, war schon heftig. Ja gut, ich war weg, ne? Da können sie ruhig zusammenkommen. Ja. Hm? Ach. Okay, dann gehen wir mal eintrinken. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends. Moment, David, bin ja wieder da. So, weiter geht's. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Das sieht nach einem ganz komischen Bier aus. Been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes scrolled around him like a horde. Höchstwahrscheinlich. Komm, wir trinken mal ein bisschen Bier zusammen. Gib Fanta ins Glas, Komm, ich mach dir ein Guinness auf, kippt Cola oder Malzbier ins Glas. Er war ein guter Vater, meist zumindest. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours, mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Du böse Polin, few hearts Maurice. like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Ist das nicht so ein bisschen, ich will nicht sagen morbide, aber so ein bisschen merkwürdig? Also eine Grabrede über einen
Menschen zu reden, der anscheinend in seinem Auto verbrannt wurde. Äh, und was zitieren von einem Mann namens Robert Burns. Also ist das nicht ein bisschen bescheuert? So, also ich meine, der Nick ist anscheinend ja in seinem Auto verbrannt bei dem Unfall und ich würde dann nicht irgendwas zitieren von jemandem, der mit Nachnamen Burns heißt. Also das ist doch, ja, also Walter, das ist wahrscheinlich so sein Humor so ein bisschen, ne? Keine Ahnung. Ähm, Er war sehr beliebt, ja. Ich glaube, wir reden nur gut über ihn heute. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for Naja, das ist eine Kneipe. Wo sonst denn bitte soll man sich selbst bemitleiden, wenn nicht da? To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Here, here. Hier, hier. Darauf ist mal ein Schluck Fanta. Put that down. Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I wasn't license. doing anything. Don't touch me. Joan. Leave me alone. Ja, die ist ein bisschen aufgewühlt, sie hat ihren Vater verloren. So stupid. You do not talk to people that way. Ey, Leute, also ich glaube, das schockelt die gerade hier ein bisschen nur. Ich glaube, das Mädchen hat noch so ein bisschen ihren Vokabular in Zaum gehalten. She's just so angry. That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Hat ihren Vater verloren. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Ja. Whoop. Noch eine Fanta bitte, Ethan. Heute bin ich mutig. Noch eine Fanta, Ethan. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights Ja, inside your head, huh? Pisswasser. German Lager. Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602, beer doesn't solve any of this. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable.
Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Zensurbalken. Oh, wow, wir wollten, wann wollten wir uns, ich glaube um 9:30 wollten wir uns mit Anna treffen, ne? No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay, okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Ugh, I can't think straight. Need some water on my face. Clear it up. Warum ist es schon hell draußen? Junge, es ist 8:15. Nee, komm, erstmal Wasser. God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Just tossed on the floor. My mother would be proud. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? I was at least hoping I'd look better than I feel. Wow. Völlig normale Reaktion. Also, ich glaube, meine Reaktion wäre so ein bisschen anders, wenn ich einen Filmriss hätte und mein Hemd voll mit Blut wäre. What did I do? Ja, die Fanta aber. Das war keine gute Fanta mehr. Die Fanta war schon ein bisschen älter gewesen. Wahrscheinlich noch aus dem Jahr, wo ich abgehauen bin. Die Fanta war schlecht. Okay. Höhere Mächte verfolgen uns in unserem Gedächtnispalast? Ja, kann man fast so meinen, ne, dass man in der Matrix steckt. Da ist die Tür. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Hä? Ach so, okay. Find the way to calm down. Also ich musste immer wieder durch, aber der verfolgt mich immer weiter, oder wie? Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Ja, rennt er automatisch? Okay. Das sieht nach einer guten Tür aus. Nein, das war keine gute Tür. Gut, ich muss ihn steuern. Also er rennt selber, der gute Mann. Es ist ja eher Trial and Error, Leute. Ah! Die schwarze Tür? Okay.
Was ist... Ah, Mann, ey. Ja, da war hinten was gewesen, da stand irgendwas. Es ist so... Ja, sich da durchzufriemeln, ne? Das ist ja echt Akt. So, das ist ja gar nicht so schwer hier. Aber das war jetzt gerade eben echt ein bisschen tricky. Alter! Ah! Die Sequenz geht mir gerade echt gewaltig auf die Nerven. Ich glaube, er hat mich jetzt erwischt. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Halbnackt. Halbnackt, ja. Mehrere Moody's. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. If I run, face what happened. Answers. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Just go. Far, as fast as I can. I can't. I've run from my problems long enough. Ja. Get far away. Don't think. Just go. Far, as fast as I can. Get far away. Don't think. Just if I run. Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Ja, ist doof, wenn man unter Schizophrenie leidet, ne? Oder dass man so einen inneren Freund hat, der, oder was heißt Freund, einen Begleiter hat, der einem öfters mal auf die Nerven geht. Ja. Die bewahren sicher die gute Fanta auf. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way.
I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Mhm. Limo-Dosen, bisschen Bier, ne? Ein bisschen Knabberkram noch dazu. Ist alles schön hier. Haben wir da einen Film? This Way Again. The most wonderful drama ever. I remember seeing this before. A long time ago. Mhm. Familienfoto. Oh. Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Ja. Das war mein Gedanke. Mhm. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Okay. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Frage, ne? Walter war ja zuerst bei mir, dann war ich alleine, hab viel Fanta getrunken. Baseballschläger. Bisschen Kohle einsacken. Was? Wie viel? Ach so, okay. Oh, auch umgekippt. Oh. Did I do this? Sorry, Nick. Spiel mal eine Runde. Ah! Ja. Da war dann bin ich auch. Chasing and being chased by ghosts. Kaputte Uhr. What knocked this clock off the pillar? Mhm. Klebriger Boden. Also hier ist ja anscheinend richtig Randale These gewesen. were sent scattering. Someone thrown into them? Vielleicht habe ich mich unter Alkoholeinfluss nochmal mit diesen Minenarbeiter angelegt. Und hier ist Blut. Hier haben die gesessen. Kann Might have natürlich gut fallen off sein, the ne? table. Seems some people got rowdy last night. Ein bisschen Mut angetrunken und dann nochmal, vielleicht gab es auch wieder ein paar dumme Sprüche. Man, alles ist möglich, ne? Zerkratzter Sitz. Ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? It seems there was a fight. That could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved?
I won't be able to find out without more evidence. Also hier saß ich ja. Dann die Uhr. Unordnung. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Trinken Sie viel Wasser, es hilft gegen Kopfweh. Hugh's business card. Wonder why it's here. Mehr ist hier nicht. Schauen wir uns mal um, vielleicht ist hier noch irgendwie irgendwas zu finden. Achso, ich dachte, da wäre was. Ja, gute Frage, ne? Was ist denn hier noch? Ah. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Ja, der Meinung bin ich auch. Möglich ist das, ne? Wie viele Hinweise brauchen wir denn noch? It might have fallen off the table. Ja. Seems some people got rowdy last night. Während dem Tresen noch mal gucken, ob da vielleicht irgendwelche Hinweise sind. Hier ist nichts. Das Blut will er sich nicht anschauen, obwohl ich das halt auch sehr verdächtig finde, aber gut, das möchte er sich halt nicht angucken. Klebriger Boden, kann man nichts machen. Gehen wir noch mal hinterm Tresen. Nee. Hier ist nichts Besonderes. Der Baseballschläger. Ja, sammeln Hinweise, aber das. Ein Mob halt, ne? Ah, okay. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. Just gotta think it through. Could be the same blood that was on my shirt. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Okay. Und alle Hinweise. Versuchen wir mal zu rekonstruieren, was da passiert ist in dem Abend. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know we got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. Beantworte die Frage, um eine Hypothese aufzustellen. Anfang hier. My memory ends here. But there's two glasses. Who was here with me? I was drinking on my own when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously.
If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Okay. In Richtung des Something hit Pfeilers. the pillar with enough force to make the clock fall. The person thrown into the pillar would do it. Ja, in Richtung des Pfeilers ging es, ja. Wo endete es? Am Tresen auf der Bühne, ja. It looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Ist ein bisschen wie bei Detective Conan, wo immer der Mörder oder der Verbrecher wie so eine schwarz maskierte Person im Haus. Ja, das ist eine gute Frage. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Versuchen wir es mal. I have the complete picture now. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Vorsicht, Kumpel, ganz dünnes Eis. The backstabbing asshole or the bitch? Don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Meet me later at the... Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Time to leave if you're leaving. You'll want to apologize. Trust me. God damn. Sam? You're not here to rob me, right? Ethan, no, I'm not here to rob you. Good. I won't have to break your legs. I'm here to apologize about last night. Ah, I thought that might be the case. Don't sweat it. This place gets busted up once a month. Okay. Sounds rough. I guess it is what it is. Buy a bar, you gotta run a bar, you know? I'll take cleaning up your dumbass mess over dealing with family any day. Family, huh? That's my sister, Celeste. She dropped out of school and is living in some commune called the Cove. She wants to be called Kayla now. Kayla. It's her life. Yeah, and it's my choice to be pissed she's ruining it. Look, Sam, we're fine. This is fine, but get the hell out of my bar, okay? I got places to be anyways. See you around, Ethan.
Ja. So, Anna wollte sich mit uns treffen. Eigentlich um 9:30 war es gewesen. Und ich bezweifle, dass, wenn wir um 8:45 aufstehen, wir das richtig alles geschafft haben zeitlich. Also das erste Erinnerung herstellen ist immer so einfach. Ich denke mal, die nächsten werden echt anspruchsvoller. Basswood. Barschholz. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Habt ihr auch solche Gespräche auf dem Weg zur Arbeit? Tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know, I'll play it by ear. Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. I still have time before meeting Anna. Might as well ask if anyone saw Dennis. Das war 9:30. Er hat 10. Frag nach Dennis, ja. Dennis? Warum parken wir hier? Ist auch nur ein leerer Parkplatz oder wie? Okay. A perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Kommen wir da mal nach, ob da jemand Dennis gesehen hat. Dennis the Menace. Oh, Casey. Oh, Entschuldigung. Yo, get out the way. Hey, man. You move. I'm the one coming in. Fuck you. That's enough. Kleiner Bastard, ehrlich. Verpiss dich aus diesem Drugstore. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Wohltätigkeitsstofftier. Hiking is an Wanderhinweise. activity best done alone on a Sunday afternoon. Gucken wir uns mal hier den Gang ein bisschen um. Leckere Chips. Irgendwelche Säfte. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Oh, Terror. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis.
Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Last night was a wake-up call. I'm gonna try focusing on clean living. Das sagen sie immer. Everything is poison. All that matters is the dose. Eben. You have a good one, young man. Young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to Weil work. auch so viel los ist, You'll ne? come see me again. Ein paar Rezepte schreiben. Ja, prüfen, kontrollieren. Miner's Day always ends up exactly the same. Relaxing in its constancy. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. So, Casey. Oh, Entschuldigung, Kathy. Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? So, the wake. None of us were on our best behavior. Nick would have been Ist happy das wirklich die to show korrekte up, no Übersetzung? matter how anything else Wake went. und I Leichenschmaus? left early myself to Also ich check on Joan. muss gestehen, ich kenne das nicht so. Also Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. ja. No one in here was much help. 3 boxes of codeine, 5 tubes of anti-inflammatory gel. Sam, Dann gehen wir wieder raus. Ja. Passiert noch was? Okay. Sehr gut. So, wo gehen wir jetzt am besten mal hin? Gehen wir mal da rein. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood.
I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Ja. Nettes Gespräch. Die Geschichte von Basswood. Haben Sie sich je gefragt, woher Basswood seinen Namen hat und wie es von einer kleinen Bergbausiedlung zum Herzen des modernen Boone County wurde? Kommen Sie ins allseits beliebte Rathaus und finden Sie es heraus. Remember when this whole celebration used to be twice as big? Back when this town wasn't just a dead horse we all keep kicking. Why do we even bother with this sort of place? Ja, guck mal, was die Leute im Café wissen. Vielleicht war Dennis ja hier irgendwo. Bei euch noch alles gut? Alles schick? Ja, döst dir langsam ein. Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Gucken, ob wir es morgen schaffen, Maurice, den tollen Nubu-Plot zu machen. Und ja, meine Nöckerin, ich weiß. Ich hoffe, du bist bald wieder schnell gesund. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's gonna be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well,
far from me to criticize or anything, but these last few months, Cappy hasn't been all there. Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? I don't have time for small talk today. As rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Musste einfach sein. Dieser weitere Quatsch ohne Ende. Aber hallo, lass mich mal richtig plapper, blablabla. Was, du fällst mir ins Wort? Verpiss dich. Will ich nicht mehr hier sehen. Arbeitender Mann. Woher wissen wir, dass er arbeitet? Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet. Ich rede ja auch sehr gerne, aber ich kann mir das echt gut vorstellen. Du möchtest nicht, dass ein Kunde dir ein Kotelett ans Ohr labert. Also von daher ist es schon okay, wenn die einfach nur bezahlen, Danke sagen, also reinkommen, sagen, ja. Ich sag mal, bei mir machst du Ausnahmen. Aber ich verstehe das schon. Ich mache das auch nicht bei der Arbeit. Ich möchte einfach mal eine Ruhe haben bei der Arbeit. Komm ins Büro, sag mir, was du möchtest. Ich versuche es zu liefern. Wenn nicht, ist es halt so. Ansonsten einfach Danke, tschüss, fertig aus. Magst du was halt auch nicht. Wirklich nicht. Ja, vor allen Dingen, was hast du mir letztens erzählt? Die Studentin, die ihre Leidensgeschichte erzählt hat, wo du dachtest, who fucking cares? So, das ist selber schuld. Einfach mal irgendwie vorher Bescheid sagen. Du willst halt wirklich einfach nur straight deinen Job machen. Und ich kenne das selber auch. Kaffee. Richtig. You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Or trying to. I feel strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost 2.5 years. Das können doch viele nicht. Das ist doch genauso wie Leute, die irgendwie 2 Minuten vor Ladenschluss irgendwie, keine Ahnung, nach H&M gehen oder irgendwo anders hin oder 2 Minuten bevor eine Arztpraxis zumacht, ja, vielleicht einfach mal früher da antanzen. Die ganzen Mitarbeiter haben auch irgendwann mal Feierabend. Du hast auch mal irgendwann Feierabend. Also von daher, was soll die ganze Geschichte? Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. Tu das. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with 4 balls. That sounds uncomfortable, at the very least. Something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. It's just been a bit slow the last few years. All over town, really.
It's just a rough patch. People will adapt. We just need time. It's not always easy to look on the bright side when you're trying to make it through. But you know us, we always make it through. For example, I thought we'd never have another Miners' Day, but here we are. You still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Say, hun, would you mind if I finish this? Oh yeah, of course. Good luck with your book balancing. Mm-hmm. Ja, war nicht schlechter Spruch. Zu arm zum Bleiben, zu arm zum Weggehen. Tja, wo ist Dennis, ne? Dennis a Menace. Good to see someone finally knows how to take care of a plant. It's basic, yet so many people manage to mess it up. Hallo, ich will raus. Ja, das ist schön, wenn ich sehe, wie andere Leute gerade irgendwie knapp 3.000, 4.000 Viewers haben. Aber hey, ich bin mit meinen 3 Viewern auch super zufrieden, wirklich. Es kommt mir wirklich nicht auf die Menge an. Ich merke nur, was für ein krasser Unterschied das ist. Ich sehe auch so empfohlene Kanäle. Was ja so zocken, Minecraft, fast 19.000 Viewer und nur Minecraft, aber gut. Minecraft ist halt auch noch so ein Spiel, was die Leute halt auch noch anlockt. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? They might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations. Pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I could just grab anybody on the street.
Dennis actually enjoys a man sport. But no, I haven't seen him. Okay. Places I need to be, but Joe weiß auch it's good to nichts. see you. Just promise you won't Annas wait 2 Vater. years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. Im Moment bin ich wieder da. Ich dachte nur, ich hätte meinen Sohn rufen hören, aber es waren tatsächlich wahrscheinlich nur die Hintergrundgeräusche hier in diesem Spiel. $20.000 Männer marschierten 1921 durch Boone County, um am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das etwas wert ist, lohnt es sich zu kämpfen. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? 10. 1 to hold the light bulb, 9 to rotate the ladder. Not bad. The one I have in store is 3. 1 to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. Das war auch lecker. Ich liebe Kakao. Einen schönen, heißen Kakao. That might be a little too close to home. My favorite jokes have always been the ones that make me feel a little sad. So, you still want to hear the story? Aber du machst da... Nein, der hilft dir eigentlich nicht. Aber machst du da auch Karamellsoße rein oder ist das wirklich nur was für deinen Kaffee? I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. He didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strike breakers. Verstehe ich. The mine wars. Miners came out in force. Union men. Met the strike breakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I'll get back to it. Gonna give her a real Dann schritt du mal weiter, alter Mann. Take care now. Basswood Mine.
Oder Mine. Ja, haben wir. Ich war mit meinem Sohn am Dienstag waren wir unterwegs, sind um die Häuser gezogen. Er war verkleidet, beziehungsweise ich war auch verkleidet, aber eher grob verkleidet. Also er ging als Robin und ich wollte eigentlich als Batman gehen, aber äh, die finanzielle Situation hat es leider verhindert, dass ich mir ein richtig gutes Batman-Kostüm kaufen konnte. Daraufhin bin ich mit ihm am Montag ähm, in so einen Kostümladen gegangen, weil da angeblich ein etwas günstigeres Batman-Kostüm war. Als wir dann da waren, habe ich leider keins gefunden. Also online war es da, aber im Laden selber habe ich es nicht gefunden, beziehungsweise da waren nur welche in Kindergrößen. Das passt mir ja nicht. Ähm, Daraufhin habe ich mir halt nur eine Maske geholt und habe dann so getan mit ihm, als ob ich einfach ein Superschurke wäre, den er geschnappt hat. Und ja, er hat seinen Spaß gehabt. Er hat so einen kleinen Kürbis gehabt, womit man Süßigkeiten reintun kann. Und den hat er bis oben hin voll bekommen. Also das war echt eine gute Ausbeute für ihn an dem Abend. Also er hat das gut gemacht. Wir waren so von, ja, ich sag mal, kurz nach 5 bis 20 vor 7 unterwegs gewesen. Also wir waren halt hauptsächlich hier in der Nähe bei uns unterwegs. Er hat seinen Spruch gebracht, süß oder sauer, hat sich auch artig bedankt. Also er hat seinen Spaß gehabt. Er hat sich auch gut gefühlt. Und wie gesagt, sein Kürbis ist komplett voll geworden. Der steht noch da bei uns auf dem Tisch. Und nö, also er hat seinen Spaß gehabt. Ich habe mich auch gut gefühlt. Ich hätte zuerst gedacht, okay, bestimmt werden wir leer ausgehen, aber nö, das ist schon beim ersten Haus haben wir schon was bekommen. Das hat sich dann ein bisschen so ja, gesammelt so im Laufe des Abends. Also er hat seinen Spaß gehabt, ja. Ich habe aber die Maske nicht lange tragen können. Ich habe sie eigentlich schon lange getragen, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, weil das nämlich so ein, ich kann sie ja mal zeigen eben, einen Moment. Die habe ich auch im Stream am Dienstag getragen, ganz kurz. Ähm, Ich habe die Maske hier getragen. Und das ist hier ein ganz hartes Material. Das ist halt kein Gummi oder sonst irgendwas. Und das drückt halt irgendwann voll gegen die Stirn. Und ich habe dann echt Kopfschmerzen davon bekommen, weil das drückt richtig heftig. Besonders hier ist so eine Ausbuchtung, das können wir vielleicht hier sehen. Das hat immer gegen meine Stirn gedrückt. Und ich war echt ich sag mal, nachdem die Häuserreihe vorbei war und wir ein bisschen Leerlauf hatten, bis zu den nächsten Häusern, war ich echt froh, die manchmal so für 10 Minuten abnehmen zu können. Ja, also das ist halt, wie geht die finanzielle Situation? Ich habe mir sonst was Vernünftiges geholt, aber die hat jetzt auch wirklich nur 15 Euro gekostet. Ähm, Das war auch die einzige, die mir richtig gefallen hat. Ich wollte nicht jetzt irgendwie als Michael Myers oder sowas gehen, da hatte ich keinen Bock drauf. Oder, keine Ahnung, irgendwie als Zombie oder so. Ich wollte schon irgendwie sowas, so eine Maske, so, das ist jetzt keine Eule, aber Rat der Eulen mäßig, so halt so ein Schurkenmaske. Und er hat seinen Spaß gehabt und ja, war ganz gut. So. Oh, wir haben schon einen Rechtschreibfehler. Finanziert durch Spenden von William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Paulson, Vivica Winnicott und Richard Greenlee, Ethan Morrow, John Brooks und Nick Waldron. Merkt euch das Wort. Spenden. So. Mal hier. Liste der Werkwerke. So. Es ist furchtbar, ne? Aber es ist, ich sag mal, in Videospielen ist es noch halbwegs okay. Ich hasse Rechtschreibfehlern wie die Pest in Büchern oder Comics. Wenn ich in einem Buch einen Rechtschreibfehler habe oder in einem Comic einen Rechtschreibfehler habe, ey, das nagt an mir. Ich meine, ich kann drüber hinwegsehen irgendwann, weil ich muss halt drüber hinwegsehen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Aber sonst nervt mich das tierisch. Reden wir mit John. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Did you get home okay? Also jetzt über den Rechtschreibfehler habe ich jetzt auch halt eher. Ich fand es eher wirklich lustig. It's not like anything scary,
bad happens in Basswood. At least not normally. Any word on my dad? Did you really look into it? Wie alt schätzt du sie ein? Oder wie alt schätzt ihr sie ein? Möchte ich eher sagen. I haven't found anything Ich yet. würde sagen, wie ist sie so? Let me know if you find 11? anything. Please. 12? I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just when I imagine myself in the future, I just don't. I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. Es gibt manche Kinder, ne, die so I know drauf it's sind. stupid. Besonders in Videospielen oder Filmen werden sie halt unrealistisch dargestellt, finde ich. Ich hatte schon mit 11-Jährigen zu tun. 11-Jährige sind genauso dumm wie If you Erwachsene. want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. So That's what I've been love. told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. It's tough seeing her like this. Seems she got older by 6 years in just 2. Ja, das ist es halt, ne? Also, Kinder werden selten wirklich wie Kinder dargestellt. Das finde ich schon ein bisschen schade eigentlich. Es kommt in manchen Fällen vor, aber nicht immer. Okay. Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Ich hätte dich gerne mal mit 11 kennengelernt. You're still in town. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. Warum nicht? I'll just stay out of his way for a Warst du day. so schlimm oder nervig oder wie warst du drauf? I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. That person you were talking to? Who's that? Erzähl mal. A lost soul. Vagrancy Was, is jetzt crime, frech gewesen oder loitering wie? and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like they face the whole town. And I'm the asshole? It can get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Nah, sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Mhm. Oh. Nein, Entschuldigung, das ist, habe ich mir im Nachhinein gedacht, tut mir leid, das war doof von mir, tut mir leid. Habe ich mir im Nachhinein gedacht und ich wollte eigentlich noch abbrechen, aber ich habe mich dann in dem Moment kurz auf das Spiel konzentriert. Tut mir wirklich leid. Taylor Shift, aha. Gehen wir nochmal rein ins Café. Das ist ja nur so ein Anna-Sam-Moment, wo er ihren Antrag macht, ne?
genauso awkward jetzt hier. Voll der Downer gewesen von mir. Jetzt fängst du sicher was mit meinem besten Freund an, weil ich die Stadt jetzt verlasse. Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Sam, glad you came. Of course. I said I would. I can still be glad about it. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Ja, mit Dennis. I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah. Sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yes, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down, or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Ja, war schon scheiße, ne? Da verlasse ich die Stadt und sie fängt was mit meinem besten Freund an. Ja. Auf zum Daily Bugle. Oder Daily Planet, je nachdem, wo man gerade ist. At least the Basswood Jungle is still standing. Locked. I should check the back. Ja, wollte ich gerade sagen. Gehen wir mal zur Hintertür. Ich wollte es gerade sagen, wirklich. Sag mir auf der Zunge. My, my, my. Look what we got here. Oh je. Is that Sam Higgs? Trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting. Ja, nur zu before dritt. something bad happened to you. I'll leave when I'm good and ready. Just make it sooner rather than later. Declan's Yeah. right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you.
Arschkrampen. So, Hintertür. Nur für Mitarbeiter. Ja, das ist ganz gefährlich. Eigentlich müsste ich mich an irgendeinem Ort verstecken, den keiner kennt. The Basswood Jungle. Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. Dennis the Menace. So, wir machen es mal für heute aus. Es ist schon gleich 10 nach 11 und ich muss morgen um 7 wieder raus, meinen Sohn zur Schule bringen. Von daher mache ich jetzt mal Schluss. Ja, hat ja Spaß gemacht. War lustig, weil es so irgendwie merkwürdig manchmal geschrieben ist. Beziehungsweise auch merkwürdig designt ist das Spiel. Aber bis dahin habe ich eigentlich Spaß gehabt. Auch diese erste Rekonstruktion einer vergessenen Sequenz mit so einer verlorenen Erinnerung fand ich ganz spaßig. Aber es ist natürlich eher so Tutorial, wie das ganze Zeug funktioniert gewesen. Also noch im einfachen Rahmen. Ich bin gespannt, was das Spiel so in Zukunft für mich bereithält. Nächste Woche Donnerstag geht es auf jeden Fall damit weiter. Und es ist auch gekauft, also das wird kein Problem geben, dass das Spiel plötzlich also Medium plötzlich aus dem PlayStation-Abonnement herausfliegt. Aber das wird nicht passieren. Dienstag geht es dann weiter mit Diablo 3. Darauf freue ich mich auch schon ziemlich. Ja, muss dazu gestehen, ich war letzten Dienstag ziemlich wortbrüchig, was mir ein bisschen gegen den Strich geht, weil ich am Anfang des Streams gesagt am Dienstag, dass ich auf jeden Fall den ersten Akt von Diablo 3 durchspielen werde. Und war auch so von mir davon überzeugt, dass ich das machen werde und auch schaffen werde. Es hat aber nicht geklappt, weil der erste Akt ist doch wesentlich länger, als ich dachte, beziehungsweise ich war ein bisschen blauäugig. Ich habe vergessen, wie lange der erste Akt geht und dachte, okay, ich muss nur einen bestimmten Gegner besiegen und schon ist der erste Akt vorbei. Und dachte ich mir aber dann, nee, dann wäre der erste Akt ja richtig, richtig kurz und es kommt ja noch so viel eigentlich. Und habe dann im Grunde meine Worte bereut, so nach einer halben, dreiviertel Stunde, kann man sagen, ja. Naja, aber auf jeden Fall nächste Woche Dienstag auch mit Diablo 3 geht es dann weiter. Ich bin seit 3-4 Tagen dabei, den Stream von letzter Woche Dienstag, also was war das gewesen? Muss ich hier mal kurz schauen. Was war denn letzte Woche Dienstag gewesen? Der 17.? Ja, ich glaube, der 17. war es gewesen. Zu bearbeiten. Also der Stream funktioniert soweit ganz gut. Der 24. Okay, der 24. war das gewesen. Der Stream funktioniert wie gesagt soweit ganz gut. Ich hatte nur vorgehabt, den Diablo 2 Q-Level-Stream und den Diablo 3 Start, also den Anfangsstream zu einem Video zu machen, weil ich keine Lust hatte, einen 24-Minuten-Stream hochzuladen auf YouTube. Deswegen habe ich daraus eine Datei gemacht. Und diese Datei ist jetzt seit 3 Tagen am exportieren. Also wird noch umgewandelt seit 3-4 Tagen. Ich weiß nicht, warum es so lange dauert, aber es ist leider der Fall. Sonst hätte ich die schon längst hochgeladen. Ich wollte es eigentlich schon am Wochenende hochladen, aber das... keine Ahnung warum. Aber ich bin schon bei 88%. Ich denke mal, heute Abend, spätestens morgen, wird der Stream fertig sein, sodass ich ihn endlich hochladen kann auf YouTube. Genauso wie die anderen Streams von letzter Woche Donnerstag, dieser Woche Dienstag und dann dieser Woche Donnerstag. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es war ein sehr schöner, spaßiger, lustiger Abend. Ich hoffe, mit einigen von euch werde ich nachher schreiben, wenn das denn gewünscht ist. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt einmal noch einen schönen Donnerstagabend, ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall, dieser Stream wird natürlich auch
wie immer, wenn auch ein bisschen verzögert, auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen werden. Und ja, bis dahin, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, Dienstag wieder. Gute Nacht und bis die Tage. Bye, bye.